MECFS, myalgische Enzephalomyelitis oder chronisches Fatigue-Syndrom, ist eine wenig erforschte Erkrankung, die sich unter anderem durch eine chronische Erschöpfung und Belastungsintoleranz äußert. Bei mir hat es ca. vor 15 Jahren schon begonnen. Diagnostiziert bin ich aber trotz Ärztemarathon erst im Sommer 2019 worden. Neben der Belastungsintoleranz sind die Symptome von Patient zu Patient sehr unterschiedlich. Ein Umstand, der eine Diagnose massiv erschwert. Die meisten Leute, die ich sehe, waren schon beim Internisten, die waren schon beim Lungenfacharzt, da sind diese ganzen Untersuchungen schon gemacht worden und man kann relativ sicher sagen, es ist eben nicht die Myokarditis oder nicht irgendwie die Lungenerkrankung, die zu dieser Erschöpfbarkeit führt. Die Erhebung genauer Zahlen ist schwierig, jedoch geht man in Österreich von mehr als 26.000 Betroffenen aus, eine Zahl, die sich durch Long-Covid vermutlich noch deutlich erhöhen wird. Daher ist es wichtig, eine ME-CFS-Erkrankung schneller diagnostizieren und richtig behandeln zu können. An der Med-Uni Wien versucht man, den möglichen Auslösern der Erkrankung auf die Spur zu kommen. Man muss wissen, was die zugrunde liegenden Mechanismen sind, um Behandlungsstrategien, entsprechende Diagnosestrategien zu entwickeln. Das Projekt CCCFS wird vom Open Innovation in Science Center der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft unterstützt und versucht verstärkt Betroffene in die Forschung einzubinden. Aus gutem Grund. Weil die Patienten oftmals einen viel besseren Überblick über die bereits durchgeführten Diagnosen, Therapien etc. haben, was man als behandelnder Arzt oft gar nicht erfassen kann. Gemeinsam mit den Betroffenen soll ein Fragebogen entstehen, der ein umfangreiches Bild über die Erkrankung ermöglicht. Also es ist sehr anstrengend, weil ich ja grundsätzlich sehr wenig Reize vertrage, aber also die Zusammenarbeit mit den Forscherinnen hat sehr super geklappt. In diesem Projekt soll es halt darum gehen, Fragebögen zu erstellen, um möglichst viele Daten zu sammeln, um hoffentlich dann zu schaffen, dass anhand von diesen Mustern, die man dann erkennt, diese Subgruppen, die es betrifft, besser auseinanderhalten zu können. CCCFS schafft damit die Grundlage für eine raschere Diagnose und erspart den Betroffenen den bisher üblichen Untersuchungsmarathon und ermöglicht es zu verstehen, welcher Subgruppe von ME-CFS die Betroffenen angehören und welche Behandlung daher erforderlich ist.